Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Im heutigen Review stelle ich euch einen Fotografen aus Calgary in Kanada vor. Der heißt Rafał Wigil und ist eigentlich ursprünglich aus Polen stämmig. Und ich habe mir auch seine Webseite angeschaut, ein paar Videos von ihm. Ich finde, er macht ganz tolle Business-Porträts. Und da die vom Stil her mit meinen sehr ähnlich sind, habe ich mir gedacht, ich brauche über sowas selbst kein Video zu veröffentlichen. Ich stelle euch einfach mal diesen Mann vor, denn der arbeitet genau mit der Technik auch im Home Studio, mit dem ich früher dann angefangen habe und was ich auch nur anempfehlen kann zu benutzen. Und wie er das macht und was für schöne Bilder dabei herauskommen, das seht ihr im Folgenden. Ihr findet übrigens wieder alle notwendigen Links unten in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch bitte oder schenkt mir ein Abo. Dann bis gleich. Und schwuppdiwupp sind wir wieder bei mir im Fotostudio. Dann lasst uns doch gleich mal loslegen. Hello, my name is Rafał Wigil and I would like to welcome you to my YouTube channel. In this video, I would like to show you a couple of my Aha, okay, da sehen wir jetzt mal sein sogenanntes Studio. Das scheint jetzt aber eher ein ganz normaler Wohnraum zu sein. Wie man sieht, arbeitet er mit Speedlights offensichtlich, 2 Octaboxen und wahrscheinlich noch im Hintergrund nochmal mit einem Speedlight, mit dem er dann in die schwarze Fläche hineinleuchtet, um eben eine Vignettierung zu erzeugen. Macht er auch sehr gut, das wird auch sehr hübsch ausschauen. Hat er noch unten einen Reflektor. Schauen wir mal, was er uns da jetzt weiter erzählt. favorite lighting setups for my business headshots. This is one of the most requested videos, so I hope this video gives you all the information which you are looking for and it helps you to be more familiar with my lighting setups. Okay, before we jump into all the details, I would like to point out a couple important things. First of all, lighting is only one of the components of creating. Ja, da sehen wir das auch, ein sehr schönes Licht. Hier hat er jetzt das Hauptlicht, die Octabox, dann mal so ja, frontal oben so von 45 Grad ungefähr, Reflektor unten. So habe ich das zum Beispiel sehr gerne, weil das ein sehr flaches Licht auf dem Model macht und jetzt gerade bei älteren Kunden zum Beispiel, also die gerne ihre Falten verbergen möchten, dann eben genau da hilft. Also die Haut wird sehr schön glatt. Hinten sehen wir, hat er eine Vignettierung, also der Hintergrund wird angestrahlt. Da hat er dann einen Falthintergrund und die andere Octabox, die sorgt einfach nur fürs Rahmenlicht, was ihr dann hinten zur Separation auf den Haaren und auf der Schulter seht, beziehungsweise auf dem Arm. Auf jeden Fall so schon, auch im Video sieht es schon sehr gut aus. A headshot. I've noticed that many photographers adopt this idea that lighting is everything. If I can get this amazing lighting, my images will look fantastic. That's not true, and just because you can get your lighting right, your images might still look like crap. Humor hat er auf jeden Fall. Also er sagt, man kann das Licht natürlich korrekt einrichten und die Bilder sehen trotzdem scheiße aus. Er hat Crap gesagt, das heißt dann Müll. Da scheint er kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Da hat er aber auch völlig recht. Leute, das Licht ist das eine und natürlich auch absolut wichtig. Kamera ist unwichtig, Linse ist wieder wichtiger. Das sage ich auch in jedem Video jetzt bald. Und das Allerwichtigste ist aber, dass man das Model dazu anleitet, entspannt und, wie soll man jetzt sagen, auch wirklich professionell herüberzukommen. Und das ist eben die große Kunst bei Porträtfotografen. Die Kommunikation mit dem Model ist eigentlich wirklich hier mit die Hauptsache. Not going to go through all those additional elements, but besides lighting, we have also posing, face expressions, type of background, and of course,
retouching process. And if we put all those things together the proper way, we can expect some great results. Second of all, just because I'm using these specific softboxes or speedlights, it doesn't mean you won't be able to get. So, da seht ihr das nochmal im Einzelnen ohne Model. Im Prinzip ganz genau mein Setup, was ich habe. Ich habe es bloß im Studio natürlich mit Studioblitzen. Macht überhaupt keinen Unterschied. Und ob ihr jetzt hier zum Beispiel eine quadratische Box als Hauptlicht nehmt oder eine ganz runde, so eine Parabolbox oder eben eine Octabox, das sieht man halt in den Catchlights, in den Augen. Aber ansonsten habt ihr dieselbe Bildwirkung hier auch. Also von daher seid ihr da höchst flexibel und jetzt schaut euch das an, was hier jetzt am Gerät steht, jetzt mal Kamera und Objektiv ausgenommen. Das könnt ihr euch schon für, das sage ich jetzt, das behaupte ich jetzt mal einfach, für 200 bis 300 Euro komplett hinstellen. Also mit Funkauslöser, mit allem drum und dran, alles mit Speedlights, günstige Octaboxen und so weiter und so fort. Also und damit erreicht ihr, wenn ihr es könnt und wenn ihr dann auch ein Gefühl für die Sache habt, genau diese Bildwirkung, die er erreicht. Und ich finde das wunderhübsch, hat man jetzt auch gerade an den Bildern gesehen. Schaut toll aus. Get similar results with other brands. Again, I know so many photographers fall in that trap and they buy everything what other photographers use. Ja, das sagt er jetzt auch gerade. Also manche Fotografen, die haben ihre Lieblingsidole als Fotografen und kaufen dann genau das, was die auch benutzen und meinen, sie würden dann dieselben Fotos machen können. Das ist, Leute, völliger Quatsch. Ja, und da hat er auch recht. If you don't have any equipment yet, that's a different story. But if you have any type of softboxes, some lights, you should be set. My setups are pretty straightforward and you can very easily copy them and use the equipment you currently own. So please don't spend money on something you probably don't need. Remember, it's all about the process and you can very easily make this work. Da hat er hier auch wieder völlig recht, kauft wirklich nur das, was ihr braucht und mit dem ihr arbeiten wollt. Das habe ich damals auch gemacht. Was notwendig war, wurde dann zusätzlich eingekauft oder was ich dann in einem Shooting vermisst habe, wo ich improvisieren musste mit selbstgebasteltem Zeug, das habe ich dann eben nachträglich eingekauft, weil ich wusste, das werde ich auch weiterhin brauchen. Okay, let's jump into our lighting setups. For the last decade, I've been using the same lighting setups for all my business headshots with very small moderations, but it's pretty much exactly the same thing. I use two types of lighting setups. My favorite one, Rembrandt lighting, which is a bit more contrasty, and the second one, clamshell lighting, which is also sometimes called flood lighting. So, und da habt ihr das jetzt auch gesehen. Also er hat zwei Variationen, dieses Rembrandt-Licht. Das ist das Licht, was eben nachher dieses berühmte Dreieck unter der lichtabgewandten Seite erzeugen soll auf den Wangenknochen. Und das andere, dieses Clamshell Lighting, das ist einfach ein Zangenlicht. Oder ich nenne es eigentlich, ja, da habe ich so ein bisschen mit dem Alexander Heinrichs dieses hochfrontale Licht, was eben die Gesichtszüge sehr weich macht und die Haut sehr stark glättet. Benutze ich beides auch. Ich mag allerdings das Hochfrontale etwas lieber, weil die Kunden da immer sofort viel glücklicher damit sind, weil es halt die Falten auch optimal reduziert. Für junge Leute, die ihr fotografiert, da ist beides gut. This type of lighting reduces the shadows on your subject face. I'm not big fan of it, but I use occasionally, especially for female headshot sessions. Ja, genau das. Er selber mag es nicht so, weil es ein bisschen kontrastschwächer ist im Gesicht, da gebe ich ihm völlig recht. Aber die Damen haben es gerne so. Also dieses hochfrontale Licht, ja, was er Clamshell Lighting nennt. So let's start with the Rembrandt lighting. Typically, I'm using 3 light setup: main light, kicker light, and the background light. And that allows me to have a full control of every aspect of my image. For my main light, I use 39 inches Rotalux Deep Octa from Elinchrom with my Nikon SB910 speedlight. For the kicker, I use much smaller
27 inches Rotalux Deep Octa with, of course, Nikon SB910 Speedlight, and for my background light I use Nikon SB800. Also, was er hier jetzt benutzt, das sind natürlich Speedlights, die sind extrem teuer. Das sind auch TTL-Lichter. Er sagt jetzt, okay, er hat das Hauptlicht, also mit der größeren Octabox, das hat er auf ein 32. gesetzt, ist relativ schwach. Ich vermute mal, dass er mit einer Blende dann so von 5,6 oder sowas fotografiert. Das, was er Kickerlight nennt, also das Rimlight, das Rahmenlicht, was die Haare von hinten gegen den Hintergrund separiert, das hat er auf dieselbe Leistung gesetzt, aber das steht mit Sicherheit einen Meter weiter weg, sodass dann wieder sozusagen die Leistung auf die Hälfte reduziert ist. Dann hat er ein einfaches Speedlight, er hat dann Backdrop Light, auch ein SB910. Also hat er ganz schön investiert. Ein Neewer Backdrop hat er, also diesen Falthintergrund, und Lastolite, Gold- und Silberreflektor, und das alles geht mit Yongnuo oder mit anderen Speedlights, die einfach nur, sagt mir es, Slave-Lichter sind, also die nur den Mittenkontakt haben, geht das alles deutlich günstiger. Also wie gesagt, ihr braucht das gar nicht so teuer, sondern das, was er jetzt hier hat, das geht schon, die Blitze allein kosten um die 500, 600 Euro pro Stück. Und auch das Lastolite-Zeug ist recht teuer. Der Neewer Backdrop oder Neewer, er hat es hier jetzt falsch geschrieben, normal mit 2 E ist völlig unwichtig. Das ist, und die Elinchrom-Boxen, die sind natürlich auch etwas heftiger vom Preis her. Also er hat da sehr gutes Material stehen, ne? Speedlight without any modifier. My main light is either on the left or the right hand side, 45 degrees downwards, and it's about 1.5 meter away from my subject. Aha. Also 1,5 Meter weg, das ist relativ normal. Sieht hier jetzt deutlich entfernter aus. Ja, und das Rahmenlicht, das Rimlight, das könnten auch 1,5 bis 2 Meter sein. Vielleicht doch ungefähr dieselbe Entfernung. Depends on your subject, you can adjust the light accordingly by either changing the power or physically moving the light, which I highly recommend it, especially if you want to make very subtle adjustments. Ja, also da hat er auch völlig recht. Gerade wenn man sehr feinfühlige Lichtkorrekturen machen will, muss man jetzt nicht unbedingt an den Blitzen jetzt groß die Einstellung ändern, was bei diesen Nikons natürlich, ich finde die sehr umständlich. Aber er verschiebt dann auch gern mal die Lichter, das bedeutet, er verstellt sie etwas. The kicker light is on the opposite side of my main light, behind the subject, 45 degrees downwards, and the distance is about 2 meters away. Also doch einen halben Meter weiter weg. Habe ich gut getippt. Ich habe es wirklich vorher nicht gewusst. Again, you can change the power or you can move the light physically to make very small adjustments. To complete this setup, I use a reflector, which is placed right underneath my subject chest to create nice fill on my subject face. Auch das absoluter Standard. Natürlich könnte man jetzt noch ein weiteres Licht mit einer Box von unten ansetzen, um das Model von unten auszuleuchten. Aber ein Reflektor tut's absolut. Und wichtig ist, was er jetzt zum Besten gibt. Typically, I use silver one, as that gives me a bit more puncher light. Richtig. You can also use white one, but I found sometimes it's not enough. In this case, I use my 37 inches Lastolite reflector, and one additional comment I would like to add, make sure you have solid reflector holder. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe ein identisches Produkt und dieser Reflektorhalter, der ist Gold wert. Ja, also
man gibt dem Model nicht den Reflektor in die Hand oder sowas, sondern man sorgt dafür, dass das Model völlig befreit ist von irgendwelchen Hilfestellungen, die es selber liefern muss. Da kommt er jetzt gleich dazu. Which allows you to put your reflector in the right position and angle it the right way. One of the last things you want to do is to make your subject hold your reflector. Genau. Your subject has to relax and concentrate on the shoot, not on holding and positioning your damn reflector. Er wieder mit seiner Ausdrucksweise, den verdammten Reflektor. Das Model soll den verdammten Reflektor nicht halten. Das ist doch gar nicht die Aufgabe des Models. Sie soll hübsch ausschauen oder er und soll sich entspannt dem Shooting widmen können. Ist ganz klar. Hat er absolut meine Meinung. I personally think it's just ridiculous that photographers even think that's okay. But that's a topic for another video. Okay, so what I like about this lighting setup. First of all, as I mentioned before, it gives me much more contrasty images, which creates this interesting dimension to my subject face. You have to be careful though with positioning the light so you won't get too much harsh shadows, as that will look way too dramatic and it doesn't look good, especially for business headshots. So that takes a bit of practice and playing with your lights during your session to make sure you can find the sweet spot. Das ist auch das, man muss jetzt mit der Entfernung auch arbeiten von der Softbox zum Model, einfach um die richtigen Kontrastverhältnisse zu erreichen. Das ist jetzt ein Rembrandt-Licht gewesen, was er in diesem Foto hatte. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass die Entfernung stimmt, damit die Kontraste nicht zu brutal werden. Every subject is different, so there is no formula which angle is ideal. Genau. You simply have to find out throughout the session what works best for your subject. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage oder was ich an vielen gewerblichen Fotografen bemängel. Und Leute, das ist jetzt nicht aus den Fingern gesogen, was ich sage, sondern ich weiß, dass viele Gewerbliche ihre Setups haben und die lassen die absolut unverändert. Da werden die Boxen immer an derselben Position gelassen, immer das gleiche, immer dieselbe Kameraeinstellung. Dann verlangen sie halt für ein Bewerbungsfoto nur 20 €, ganz toll. Aber das Licht ist nicht optimal, die Retuschen sind nachher nicht optimal, die Models werden gehetzt zum Teil, damit natürlich das Shooting nicht eine halbe Stunde dauert. Und es ist ganz einfach so, ein Business-Shooting, das sage ich euch, geht mal mindestens eine Stunde, mindestens. Und im Regelfall 1,5 bis 2. Und dann kann das halt auch nicht so billig sein, dass man für 20 € nachher super Fotos in der Hand hält, sondern dann hat man zwar 100 bis 150 € ausgegeben, aber nachher liefert euch der Fotograf auch etwas, mit dem ihr glücklich sein könnt. Okay, let's move on to our clamshell lighting. In this case, I use the same softboxes and the same speed lights. The only difference is the configuration. My main light is positioned at the front of my subject, downwards 45 degrees, and the distance between subject and the softbox is about 1.5 meters. Ja, was ich jetzt auch noch sagen muss natürlich, ich meine, hier ist das Risiko jetzt relativ gering, aber so wie er die Stative, also auch von den Dreibeinen her aufgestellt hat, ist es natürlich sehr kippgefährlich. Also das sind zum einen die Ultraleichtstative und keine heftigen, die kann er nicht aufbauen, weil der Raum einfach zu klein ist. Und zum anderen sind die Dinger so weit ausgezogen, dass also die Beinspreizung jetzt wirklich nur, sagen wir jetzt mal, 2/3 des Möglichen darstellt. Und so ein Setup würde ich grundsätzlich dann mit irgendwelchen Gewichten noch unten beschweren, die man also locker auch mit irgendwelchen Küchenhaken dann einhängen kann. Mache ich ja ganz genauso, wenn man es denn so machen muss. Ach, übrigens, was ich ganz vergessen habe, dieses Licht, was ihr hier seht, was den Hintergrund oben beleuchtet, das ist die ganz normale Deckenbeleuchtung. Die fällt nachher automatisch weg, wenn er fotografiert, weil die viel zu schwach ist. Die ist aber für Video absolut ausreichend. In order to separate my subject from the background, I have a kicker light. Positioned either on the left or the right hand side, 45 degrees downwards behind the subject. Und jetzt seht ihr hier, was ich vorhin gesagt habe, auch mal seinen Wohnraum. Das ist anscheinend dann da rechts
der Esstisch, was da jetzt an der Terrassentür steht, der Esstisch oder an der Balkontür, den er dann weggeräumt hat. Vorhin hat man das noch gesehen im Einstiegsbild. Da hängt noch eine Klampe an der Wand, hinten ein Sofa, ja, und der Fernseher. Also das hat er jetzt alles ein bisschen umgebaut. Ich frage mich, warum er sich nicht ein normales kleines Studio mietet, weil immer nachher alles daheim umzubauen, ist auch nicht ganz so professionell. And you can adjust it based on how much separation you require. Schönes Bild. In this case, I also use reflector, and I have to say the reflector is extremely important in that case. You want to make sure the reflector pushes the light onto your subject face. It has to be in the right place, and you also want to properly angle it so the light doesn't bounce off and it doesn't reach your subject. Es ist auch so eine Geschichte, also manchmal die Position, wie die Leute Reflektoren anordnen, ist mir etwas rätselhaft. Bei mir ist es absolut exakt wie bei ihm, das könnten euch meine Models auch bestätigen. Also es bedeutet, der Reflektor ist silbrig, nicht Gold. Er ist leicht zum Model geneigt und das Model sitzt direkt vor dem Reflektor, sodass wirklich das Reflexionslicht unten herum das ganze Gesicht bzw. auch den Oberkörper komplett ausleuchtet. Er zeigt auch hier sehr schön mit seinen Zahlenangaben, wie er die Blitze eingestellt hat. Leute, was er nicht zeigt, ist die Kamera und das Objektiv. Sieht man nachher auch im Bild, das wird ein 70-200er sein. Welche Kamera das ist, weiß ich nicht. Das ist auch völlig unwichtig. Auf jeden Fall scheint er sehr gerne seine Porträts mit Tele-Einstellungen zu fotografieren. Also er hat da mal mindestens 80 bis 100 Millimeter hier als Brennweite eingestellt am Objektiv. Er geht da nicht sehr nah ran. Face. That's why you need a good reflector holder, which allows you to have full control over the placement and the angle of your reflector. Kind of obvious, but a lot of photographers simply don't pay too much attention to that detail. Okay, so let's have a brief chat about this type of lighting setup. I think this setup is extremely safe. If you have everything set. Sehr schön, sehr schön. Also das ist jetzt dieses hochfrontale Licht. Wie gesagt, macht die Haut schön glatt. Fast ein bisschen too shiny in den hellen Bildständen für meine Begriffe, aber ja, also ein schönes Model entstellt nichts. Set up the right way, you really don't have to worry much about shadows, ratios. It's a flat light which creates pretty consistent results and you can enjoy the shoot. Yep. That's why I think a lot of headshot photographers out there using it for that purpose. I personally use that too, but my personal preference is the Rembrandt lighting, which creates a bit more dramatic and interesting look. But that's me. You can shoot whatever works best for you and works for your clients. The last thing I would like to discuss here is the background. For many years, I used to use a gray paper, but a few months ago, I purchased this foldable fabric background from a company called Navier, and I have to say, I love it. Also auch das ist jetzt so eine Sache, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich arbeite ja auch mit Papierhintergründen in der Hauptsache. Ich habe übrigens 2 von diesen Falthintergründen, schwarz-weiß. Und ich muss ihm recht geben. Also wenn man in der Telestellung fotografiert und man will wirklich einen glatt schwarzen Hintergrund haben, den man schön mit einem Speedlight oder mit einem Konus aufhellen kann, dann ist so ein Falthintergrund schon wirklich klasse, weil die sich wirklich fast faltenfrei aufspannen lassen. Ansonsten vielleicht mit so einem kleinen Dampfbügler und dann noch schnell nachglätten lassen und dann man hat einen ebenmäßig schwarzen Hintergrund. Die Papierhintergründe haben nun mal den Nachteil, dass sie sich mit der Zeit wellen. Da habe ich mich ja schon in einem anderen Video drüber ausgelassen, wo die Jungs dieses Hintergrundsystem gebaut haben. Die 2, also die Papierhintergründe, die erfordern dann noch einen zusätzlichen finanziellen Kopfstand, sind schwierig zu montieren, vor allen Dingen allein schwierig zu montieren und ja, haben einfach gewisse Nachteile, die eben jetzt so ein Falthintergrund nicht hat.
Nochmal, fotografiert ihr zum Beispiel jetzt mit einem 50 mm Objektiv, müsst ihr ja relativ nah an euer Objekt ran, also ans Model. Und da habt ihr natürlich das Problem, dass dieser Falthintergrund, den er jetzt hat, der muss auch sehr nah beim Model stehen und damit tauchen dann wieder andere Probleme auf, die also jetzt zum Beispiel diese Vignettierungsbeleuchtung dann betreffen. Da wird es nämlich dann deutlich schwieriger. So kann er den Hintergrund mit Teleobjektiv dann relativ weit weg vom Model halten. Und er hat, was hat er gesagt, er ist 2 Meter weg vom Model oder so. Irgend sowas hat er da erwähnt. Probably I will never go back to any paper background. The fabric one is super flat without any creases and absorbs light very evenly, which allows me to create really nice vignette without using any additional modifiers on my background light. On the top of that, it's foldable and I can set this up within minutes using only one stand, so it's extremely convenient and I just really like how it looks on my images. Typically, I set up my background light about 2 meters away from the background to create this nice halo around my subject. Also, was ich gesagt habe, 2 Meter vom Model weg ist der Hintergrund dann und dann kann er natürlich auch diesen schönen Halo, also diesen Glow-Effekt um den Kopf des Models realisieren. Der ist ja bei ihm sehr subtil, mir gefällt es aber. The last thing I would like to go over, and this is something which is, in my opinion, extremely important, is the fact that it doesn't matter how perfect is your lighting setup, how expensive lighting or gear you use, the images still need some additional retouching process. There are always some flaws which needs to be addressed, adjusted, or fixed. Great lighting gives you only a good starting point and some good foundation to take your images to the next level. Also was er jetzt sagt, ist natürlich auch völlig korrekt. Also welches Lichtequipment ihr benutzt, ist ganz egal. Es muss euch einen guten Start ermöglichen in die Retuschearbeiten. Und ihr seht aber hier, er retuschiert sehr subtil. Also das bedeutet, das Model ist von der ganzen Schminkarbeit her sehr gut vorbereitet. Das ist mal das eine, da lege ich auch extremen Wert drauf. Also glänzende Haut bei Frauen ist jetzt bei Business-Porträts ein Ding der Unmöglichkeit. Da wirken sie speckig und fettig. Das ist kaum in den Griff zu kriegen in der Bildbearbeitung oder erfordert eine zusätzliche Bildbearbeitung. Also abpudern ist angesagt. Die Haare müssen gut sitzen. Also die ganze Vorbereitung vor dem Shooting, die ist extrem wichtig. Dass auch keine Fuseln auf den Klamotten sind, die man nachher wieder wegretuschieren muss. Und dann ist es vor allen Dingen wichtig, und das sehe ich eigentlich als extrem an, dass das Foto, was ihr jetzt dem Model dann schon in der Kamera oder am Bildschirm präsentiert, das wollen die heute alle schon gleich sehen. Das muss wirklich schon gut ausschauen. Und dann dürfen wirklich nur noch leichte Retuschearbeiten übrig bleiben. Und dann habt ihr euer Geld auch zurecht verdient. Die sind schon glücklich, wenn sie nach Hause gehen und freuen sich noch mehr auf die retuschierten Bilder. Und das ist das Ziel der Sache, den Kunden zufriedenzustellen. The reason I want to point this out is that I'm getting a lot of comments on my images stating I love your lighting, but that's not lighting itself. It was an entire process which went into the image, and I really want you to be aware of that. So next time, before you make any comments, I want you to really analyze the image. What kind of work was done to get this final look? I also think it's a really good exercise and training to your eyes. Anyways, I hope that was interesting. If you have any additional questions, please feel free to reach out to me. You know where to find me. Thank you again for watching. Stay tuned and I'll chat with you very, very soon. Bye-bye. Ja, der Rafal Vigil oder Vigil. Ich spreche es dann immer falsch aus. Naja, macht nichts. Er wird es mir hoffentlich nachsehen. Super schön erklärt, aufs Wesentliche eingegangen, auch hier wieder und tatsächlich das Unwesentliche, nämlich Kamera und Objektiv weggelassen, habe ich euch jetzt aber dann versucht zu ergänzen, weil manche dann doch Wert darauf legen, dass die Kameraeinstellungen auch dabei sind. Das habe ich ja in den anderen Videos jetzt auch gesagt, das ist für viele Belange interessant.
Hier war es jetzt nicht gar so wichtig, meiner Ansicht nach. Hätte er aber machen können, wär schon okay gewesen, dass er zumindest sagt, was er so benutzt, weil, ja, weil einfach das Interesse beim Zuschauer entsprechend oft so gelagert ist. Was mir super gut gefallen hat, ist die entspannte und auch, wie soll man sagen, legere Art, mit der er alles erklärt hat. Alles sehr konzentriert auf den Punkt. Auch sehr schön gedreht, das Video. Also da hat er jetzt wirklich sich Mühe gegeben. Äh, Wahrscheinlich hat er es selber gedreht, weil er war nie beim Fotografieren jetzt im Bild. Und das Model hat sehr schön mitgespielt, auch eine wirklich hübsche Frau. Ich denke mal so um die Mitte 30 herum, auch wirklich sehr apart, sehr ruhig und sehr entspannt. Und das ist eben das A und O bei solchen Shootings. Ja, dann kommen wir mal zum Abspann. Rafael Vigil, wie ich meine, sehr freundlicher und auch sehr kompetenter Fotograf im Businessbereich. Und wenn ihr euch mal seine Webseite anschaut und auch ein paar andere Videos, er hat seinen Style und der ist gefällig und der ist vielleicht etwas auf die breite Masse zugeschnitten, das mag schon sein, aber das weiß zu gefallen und trifft wirklich den Geschmack auch von mir. Und ich habe sehr viele ähnliche Porträts realisiert. Ich habe ein bisschen kleine differenzierte Lichtsetzung, aber im Prinzip mache ich es eigentlich ganz genauso. Und das hat man natürlich auch im Video gemerkt. Ich kann ihm im Prinzip nur recht geben. Was mir jetzt nicht gefallen hat, das war, wie er mit seinen Stativen umgeht. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber natürlich hat er auch verhältnismäßig wenig Platz in diesem Wohnraumstudio, was er sich da quasi dann immer entsprechend für seine Shootings umbaut. Übrigens, ihr müsst Folgendes bedenken, wenn ihr so ein Video jetzt seht, das ist auch sehr weitwinklig gefilmt. Das bedeutet, das sieht man auch an den Verzerrungen der Lichter oder an der Gitarre im rechten Bereich, die dann schon sehr in die Breite gezogen sind, dass also die räumlichen Verhältnisse jetzt nicht gar so gewaltig sind. Ja, also er hat zwar einen langgezogenen Hauptwohnraum, aber das sind keine 10 Meter, sondern das sind vielleicht 4 oder 5 Meter insgesamt, die er da zur Verfügung hat, von der räumlichen Tiefe her. Und das schränkt ihn natürlich dann auch ein. Ja, auf jeden Fall, mir hat sehr viel Freude gebracht, euch das jetzt mal zu präsentieren und euch mal diesen Fotografen hier anzuregen, ihn sich euch zu Gemüte zu führen sozusagen. Dann würde ich mich freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mein neues großes Video wird über ein Sci-Fi-Shooting, was ich realisieren möchte, mit einem reiferen Model. Das werden wir jetzt dann sehen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein Video-Review von einem anderen Fotografen im Petto, auch sehr interessant, auch sehr neutral und jetzt nicht so gewaltig vom Aufwand her, mit sehr reduzierten Mitteln tolle Fotos gezaubert. Vielleicht wird das nächste. Schauen wir mal. Bis dann, euer Alex Schwarz.